von der Gnade, dass Gott meinen Dienst in 40 Jahren, obwohl oder auch als Trinitarier, gesegnet hat. Und so würde ich es völlig falsch einschätzen, wenn wir jetzt von diesem Studientag nach Hause gehen und denken, wow, der Pfarrer und der Pastor und der Prediger und diese Ältesten, die denken ja kreuzfalsch über Gott. Glaub wohl, haben sie keinen Segen in ihren Gemeinden. Das wäre das Letzte, was wir ausrichten möchten oder bewirken möchten an diesem Studientag. Ja, was möchten wir denn eigentlich? Jetzt habe ich erst gesagt, was wir nicht möchten. Was möchten wir eigentlich? Wir möchten einfach, wie es mir auch geschehen ist, durch verschiedene Menschen, da ist ein befreundetes Ehepaar in Israel, die bekehrten sich sogar zum orthodoxen Judentum. Dann war da ein Bibelausleger, der hat da mich auf die Sprünge gebracht. Und dann waren noch andere Leute, die mich ins Nachdenken brachten. Und auch andere Quellen. Und es kam dann so weit, vor etwa 6 Jahren war das, dass ich zu meiner Frau sagte, schön, dass wir 3 Wochen Ferien haben, wir können jetzt Ferien so richtig genießen zusammen. Nein, mitnichten. Ich habe es genossen, dass ich etwas, das ich auf der Bibelschule, weil ich nur ein Semester besuchte, nicht hatte, nämlich die alte Kirchengeschichte. Da hatte ich immer während meiner ganzen 40 Jahre einen blinden Fleck. Und da sagte ich mir, jetzt muss ich den kompensieren. Und ich habe von einem bekannten Verlag, ich weiß nicht mehr, ein Bibelgeschichte oder Kirchengeschichtewerk mitgenommen und habe das Seite um Seite studiert, fast auswendig gelernt. Und ich konnte fast nicht mehr loslassen. Für meine Frau waren das nicht die schönsten Ferien, aber für mich sicher die entscheidenden. Und daraufhin begann ich das Neue Testament neu zu lesen. Mit einem roten Griffel habe ich Stelle um Stelle angestrichen, die ich plötzlich in einem anderen Licht las. Unterdessen ist eine Excel-Tabelle entstanden mit sage und schreibe 270 Bibelstellen im Neuen Testament, die eigentlich mehr oder weniger gegen die Trinitätslehre sprechen. Ich weiß, es gibt auch vielleicht ein Dutzend, wenn man es großzügig nimmt, Stellen, da kann man die Trinitätslehre daraus lesen. Johannes 1, das wird wahrscheinlich fast in jeder Tagung auch kommen als Frage. Natürlich, aber da haben wir ja dann Lehrer, die verstehen mehr von dem, die geben auch gerne Antworten. Ich für meinen Teil habe entdeckt, dass Jesus und die Apostel ihr Glaubensverständnis und ihr Gottesbild auf das Alte Testament gründeten. Und das Alte Testament, so wie der Jude glaubt, ist es völlig klar und undenkbar, dass Gott in 3 Existenzen existieren könnte oder Wesen oder wie man das dann immer formulieren will. Unmöglich. Und in meinem Leben war es eigentlich immer so, ich liebte die Bibel. Und das hat mich immer wieder so gebracht, zu manchmal sehr unangenehmen Situationen, dass ich mich entscheiden musste, will ich jetzt der Bibel glauben oder dem, was ich da höre. Ich komme sehr weit her in meinem geistlichen Weg. Mein Vater war sehr krank
auf den Tod krank sogar. Und da bekommt man ja viele Ratgeber. Mit 18 Jahren. Und meine Mutter und ich, wir wurden dann eingeladen in die christliche Wissenschaft. Das sind ja Spezialisten in Sachen Heilung. Und ich habe da ein halbes Jahr diese Gottesdienste besucht und sogar den Unterricht dort besucht. Ja. Da ist eine Kanzel, da wird die Bibel gelesen und dann eine zweite Kanzel und da wird aus dem Buch von Mrs. Mary Baker Eddy gelesen. Es wird nicht frei gepredigt, sondern nur vorgelesen. Und was lernte ich da? Nach einem halben Jahr habe ich dem sogenannten Ausüber, als 18-Jähriger, gesagt, also hören Sie mal, was Sie mich oder uns da, die kleine Jugendgruppe, lehrt, das scheint mir, stimmt mit der Bibel nicht ganz überein zu stimmen. Ich komme einfach nicht schlau. Ich bin dann nicht mehr gegangen, meine Mutter ging sehr wohl noch, aber mein Vater hat dann, um es kurz zu machen, er hat dann Besuch bekommen von einem alten Ehepaar, die gingen in die Chrysona. Und die brachten meinem Vater ins Sanatorium die Bibel. Und in einer Nacht, da er wieder kaum Luft kriegte, nahm er vom Nachttisch ein Buch nach dem anderen und so unters lag die Bibel. Und er begann in der Bibel zu lesen und ich sag's euch, so wahr ich hier stehe, von jener Nacht, 5 Wochen später, musste mein Vater gesund entlassen werden. Er musste, weil das Gesetz sagt, man darf einen Tuberkulosekranken nicht im Spital interniert halten, wenn er 5 Wochen lang clean ist. Wenn nichts mehr nachzuweisen ist. Von jeder Nacht an, es gab Sputumuntersuchungen, Röntgenbilder und noch und noch und noch. 5 Wochen später war mein Vater gesund zu Hause. Versteht ihr, warum ich so eine große Liebe zur Bibel habe? Ich habe das geerbt. Ich habe das mitbekommen in meinem Elternhaus. Damit möchte ich schließen. Lest mit euren Kindern die Bibel. Theologisiert nicht mit ihnen, sondern macht ihnen den lebendigen Gott lieb und unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Das ist auch unser Anliegen an diesem Tag. Dankeschön. Jetzt müssen wir selber schauen, wie es weitergeht. Ja, wir sind ja der Uhr sogar ein Stück voraus. Ja, dann darf ich euch noch etwas sagen. Das habe ich nämlich vergessen. Ja, ich habe das so eingerückt noch in letzter Minute. Nämlich, dass wir hier in St. Gallen, dass Sie hier an einem religiös geschichtsträchtigen Ort zusammenkommen. Wissen Sie, und das müssen Sie jetzt wissen, im Jahre 612 kam ein irischer Wanderprediger ins Steinachtal namens Gallus. Jetzt wissen Sie, woher der Name St. Gallen kommt. 612 nach Christus. Da gab es noch keine Reformation, da gab es nicht einmal alle 7 Konzile waren da schon vorbei, nicht einmal das. Aber St. Gallen wurde von einem Erweckungsprediger gegründet. Er wohnte allerdings noch nicht im Bischofssitz, wie heute die großen religiösen Führer, sondern in einer Klause im Steinachtal. Ja. Und dann, ich mache einen Riesensprung, fast 900 Jahre später, oder gut 900 Jahre später, fand in St. Gallen die Reformation statt. 1529 begann ein Joachim von Watt,
genannt Vadian, ähnlich zu predigen wie Luther und wie Zwingli. Sie waren da Geistliche verbrüdert miteinander. St. Gallen hat also auch ein reformatorisches Geschichtserbe. Ich würde mich natürlich unglaublich freuen, wenn St. Gallen jetzt noch ein christlich-unitarisches Geschichtserbe 100 Jahren von dem reden könnte. Jetzt habe ich aber endgültig geschlossen. Und ich heiße schon euch herzlich willkommen